In diesem Video muss ich alle 5 Minuten eine Was würdest du eher Entscheidung treffen. Dabei hat jede Option eine positive, aber auch eine negative Auswirkung. Kann ich es schaffen, mit den richtigen Entscheidungen Minecraft durchzuspielen und den Enderdrachen zu besiegen? Los geht's und wir haben genau 5 Minuten Zeit, dann müssen wir die erste Entscheidung treffen, welche von 2 Optionen wir wählen. Es ist immer etwas Gutes, aber auch gleichzeitig etwas Schlechtes bei jeder Option dabei. Und ich habe ein bisschen Angst davor, dass mir diese Optionen eventuell auch einfach wieder alles nehmen können. Deswegen möchte ich jetzt erst recht in den 5 Minuten versuchen, möglichst schnell mich ein wenig auszustatten, sodass ich bestenfalls eventuell auch schon einen MLG machen könnte und aber auch Tools habe, um mich vielleicht irgendwo frei zu bauen. Und da ist direkt ein Dorf. Das ist ziemlich hilfreich dafür. Und hier ist auch unten drunter direkt ein Lavasee. Wir können hier richtig gut vorankommen. Wir müssen nämlich natürlich auch wieder Minecraft durchspielen. Dann gehe ich hier direkt mal auf Stein. Und damit haben wir schon mal die Grundtools. In der Truhe haben wir ein paar Brote und ein Bundle. Und ich nehme mir schon mal ein Bett mit. Dann kümmere ich mich schnell um Essen, um auch regenerieren zu können. Dann noch ein bisschen Eisen. Perfekt. Ein Wassereimer, beziehungsweise ich tue gleich noch Wasser rein. Dann brauche ich schnell noch ein bisschen Holz. Damit steht der Schild. Und dann sind wir eigentlich ziemlich gut ausgerüstet. Und die erste Was würdest du eher Frage kann kommen. Ich bin bereit. Und dann gibt es jetzt jede Sekunde die erste Frage. Und ich muss mich immer für eins entscheiden. Also es gibt nur Option A oder Option B. Option A wäre, dass ich aus der Third-Person-Perspektive weiter weg sehe, aber auf die, ich denke mal, maximale Welthöhe teleportiert werde. Ich habe zwar einen Wassereimer, aber das muss jetzt auch nicht sein. Die zweite Option wäre, dass ich keinen Feuerschaden mehr kriege, aber alle Mobs in der Nähe werden zu Babys. Das ist beides tatsächlich ziemlich angenehm noch. Da werden wir deutlich schlimmere Entscheidungen treffen müssen. Aber ich würde sagen, kein Fire Damage und dafür werden halt random die Mobs hier zu Babys. Das würde ich auf jeden Fall mal nehmen. Und dann müssten die Mobs hier Babys geworden sein. Wie zum Beispiel dieser Villager. Okay, das ist super random. Was soll das jetzt für mich ändern? Okay, das ist aber gerade irgendwie wirklich lustig, dass auch diese Kühe jetzt hier Babys geworden sind. Das Schaf ist scheinbar schon zu weit weg gewesen. Nein, doch nicht. Ich dachte gerade, es wäre erwachsen. Und ich glaube auch gerade, ehrlich gesagt, dass es erwachsen war. Die Kühe sind jetzt erwachsen geworden. Ist das jetzt generell immer so? Okay, das ist dann vielleicht doch gar nicht mal so praktisch. Ich dachte, das wäre nur jetzt in dem Moment werden alle Mobs in der Nähe Babys. Das ist dann doch etwas relevanter, als ich mir das vorgestellt hatte. Aber kriegen wir hin. Wir können jetzt nur nicht mehr mit Villagern traden. Heißt, ich muss mir auf jeden Fall die Enderperlen über den Nether ranholen. Und da können wir uns jetzt aber auch direkt schon mal drum kümmern. Dann gieße ich hier das Portal hin. Perfekt. Anzünden können wir direkt mal mit Holz probieren. Und ich sehe auch gerade, wir haben wirklich Fire Resistance. Das ist mega gut im Nether. Und das Portal ist auch schon angezündet. Ich überlege aber jetzt gerade doch noch eine Entscheidung abzuwarten, weil die kommt in einer Minute oder so schon ungefähr. Und da müssen wir vielleicht nicht direkt im Nether sein, wenn wir dann irgendwie auf maximale Bauhöhe teleportiert werden oder so. Dann gehe ich einfach noch ein bisschen Weizen abbauen, bis wir die Auswahl gestellt bekommen. Und ich crafte mir auch schon mal ein Boot. Und eigentlich will ich auch mal kurz schlafen, auch wegen Respawn-Punkt. Denn je nachdem, was die Frage ist, werden wir vielleicht auch respawnen müssen. Wir spielen nicht Minecraft Hardcore heute. Okay, meine Reichweite wird verdoppelt, aber ich kann nicht mehr springen. Das schränkt mich vor allem im Nether extrem ein. Ich könnte einen Block hochlaufen, aber ich werde von der Sonne geblendet. Okay, ich muss ehrlich sagen, das sind jetzt beides Entscheidungen, die ich nicht so gerne treffe. Aber es geht ja darum, was würdest du eher, nicht was willst du gerne haben. Deswegen würde ich sagen, nicht mehr springen ist schlimmer, als durch die Sonne blind zu werden. Also nehme ich mal die Option B. Und jetzt müsste ich weiter hochlaufen können. Aber ich glaube, ich sehe jetzt auch nichts mehr. Das ist so unpraktisch. Und das hält halt jetzt auch dauerhaft einfach mal. Habe ich mir ehrlich gesagt weniger schlimm vorgestellt. Aber immerhin kann ich noch springen. Das ist schon sehr wichtig. Okay, hier ist das Portal. Dann gehen wir jetzt einfach mal schnell rein in den Nether. Hallo Nether. Und hier bin ich nicht blind, denn hier gibt es keine Sonne. Ich hätte aber gerne schnell mal ein bisschen Gold. Das ist einfach eine Festung da unten. Okay, das ist extrem nice und sehr, sehr wichtig. Gerade heute, wo ich mich ein bisschen beeilen muss. Und auch hier werden natürlich alle wieder zu Babys, merke ich gerade. Das ist so weird einfach mal. Heißt aber doch auch, ich kann mit Piglins gar nicht traden. Und eigentlich heißt das aber auch, ich brauche überhaupt keine Goldschuhe. Aber egal, einfach fürs Gefühl mache ich mir jetzt einen schönen Goldhelm direkt. Perfekt. Und dann schauen wir uns mal die Festung an. Und in weniger als 2,5 Minuten kommt auch wieder die nächste Was würdest du eher Frage. Und ich habe ja Feuerschutz. Das heißt, mir ist ja jetzt egal, ob die Blazes auf mich schießen. Das heißt, ich fahre direkt mal rauf auf die Festung. Und die sollen
ruhig auf mich schießen. Das ist mir komplett egal und das ist so praktisch. Das hat sich wirklich mal gelohnt. Dann sammle ich hier hoffentlich schon mal die erste Blaze Rod. Ich will aber keinen Nahkampfschaden bekommen. Perfekt. Da haben wir auch schon die erste. Und da haben wir auch das erste Wither-Skelett. Ich habe gerade das Gefühl, das Wither-Skelett wurde auch zu einem Baby, nur dass es das nicht gibt. Aber weil es ein Baby ist, greift es mich nicht an. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, ehrlich gesagt. Aber es tut mir ja offensichtlich nichts. Aber irgendwie läuft es schon komisch auf mich zu. Ich verstehe es nicht. Wenn ich das jetzt schlage, dann greift es mich trotzdem nicht an. Ich glaube, das ist jetzt ein Baby. Keine Ahnung, ob das so funktioniert, aber jetzt tut mir das nichts mehr. Und ich habe gerade wirklich das Gefühl, für den Nether habe ich extrem Glück gehabt bisher. Hier haben wir eine Truhe mit Eisen. Und ich bleibe jetzt auch mal kurz in diesen geschlossenen Truhengängen für die nächste Entscheidung. Denn ich habe Angst, dass jetzt irgendwas Schlimmes langsam kommt, was wirklich Schlimmes. Nochmal schnell voll essen, weil jetzt ist es gleich schon soweit. Und wir müssen die nächste Entscheidung treffen. Vielleicht schaffe ich es noch, diese eine Truhe zu looten. Perfekt, sogar ein Diamant. Das ist mega cool. Und hier haben wir sogar noch eine. Und dann geht es auch direkt schon rein in die nächste Was würdest du eher Frage. Einen random Effekt auf Level 10 unendlich lang. Wenn das zum Beispiel dann der Wither-Effekt ist, dann ist es halt vorbei einfach. Und das soll das Positive sein. Dafür kann ich langsamer laufen. Super. Oder ich regeneriere meine Leben. Ist das dann dauerhaft? Also bekomme ich einfach Regeneration. Aber ich verliere alle meine Statuseffekte. Das heißt, ich hätte keinen Feuerschutz mehr. Das finde ich nicht so gut. Da habe ich allerdings Angst vor. Ich nehme trotzdem das. Ich hoffe, es ist einfach ein positiver Effekt. Sonst wird es jetzt richtig unangenehm. Unsichtbarkeit. Okay, ist mir komplett egal. Und ich habe mich verlesen. Ich bin nicht langsamer geworden, ich bin schneller geworden. Und ich weiß gar nicht, ob ich das gut finde im Nether. Dann gehe ich jetzt aber auch mal rüber zu den Blazes. Und dann gehen wir rauf auf die Blaze Rods. Da hinten ist auch ein Spawner. Ich möchte wieder 7 Stück haben. Und ich bin wirklich ein bisschen zu schnell. Das ist echt gefährlich. Ich darf nämlich nicht so nah rankommen. Ich habe gerade nur noch ein Herz. Ich gehe mal ganz kurz in Deckung ein bisschen regenerieren. Einfach nur die Geschwindigkeit macht das gerade wirklich schwieriger. Und während ich hier so gerade die Blaze Rods farme und auf den nächsten Vote warte, habe ich auch mal einen kleinen Vote für euch. Sorry, aber das muss sein. Würdest du eher den Kanal abonnieren oder das Video liken? Schreib's mal in die Kommentare. Und ich hoffe einfach mal, dass mein nächster Vote auch ähnlich gefährlich wird, nämlich gar nicht. Damit haben wir die 7 und sogar auch schon 8 Blaze Rods. Und es wird Zeit für die nächste. Ich glaube, ich würde explodieren. Ich hoffe, die Explosion ist nicht schlimm. Oder ich behalte mein Inventar, wenn ich sterbe, aber kriege einen wahrscheinlich negativen Effekt. Dann möchte ich explodieren. Oh mein Gott. Okay, es wird einfach ein TNT platziert. Ich dachte kurz, ich explodiere jetzt. Ich wusste halt nicht, ob ich jetzt sterbe. Aber ich muss auch sagen, ich wollte mich gerade schnell entscheiden. Denn hinter mir war eine Blaze. Und ich habe auch die Hoglins gehört. Und die Blaze kann mir Nahkampfschaden machen. Dadurch, dass ich das jetzt überlebt habe, wo ich mir nicht so sicher war, wie ich vielleicht hätte sein sollen bei dieser Entscheidung. Aber dadurch bin ich jetzt einfach noch mehr OP geworden. Da ich keinen Fallschaden kriege, kann ich jetzt auch einfach mal hier so runterspringen. Gar kein Problem. Und ich merke aber auch gerade, bevor wir zum Portal gehen, muss ich jetzt eigentlich noch einen Warp Forest suchen. Denn ich kann weder mit Piglins noch mit Dorfbewohnern traden. Und wir brauchen noch die Enderperlen. Ich versuche mal da hinten irgendwo lang zu laufen. Und dann kommt auch leider direkt wieder die nächste Entscheidung. Ich baue mich noch ein bisschen hoch wegen Hoglins. Und dann müssen wir uns entscheiden. Einen Random-Effekt auf Level 10 unendlich und wieder explodieren. Oder mein Knockback verdoppeln. Aber ich verliere meine Statuseffekte auf gar keinen Fall. Dann lieber einen Random-Effekt und wieder ein TNT. Da laufe ich wieder einfach weg. Aber der Random-Effekt wird jetzt entscheiden. Und ich bekomme... Nein, das ist nicht gut. Ich bekomme Vergiftung. Unendlich. Das heißt, ich bin jetzt auf einem halben Herz. Okay, das ist wirklich gar nicht gut. Und der bleibt halt unendlich, dieser Effekt. Das heißt, ich kann nicht mehr regenerieren. Wenn ich jetzt was esse, verliere ich es einfach direkt wieder. Das ist wirklich ganz und gar nicht gut. Aber es musste ja dazu kommen, dass wir mal was richtig Negatives bekommen. Gut, dass ich wenigstens Feuerschutz habe. Aber ich darf jetzt gar keinen Schaden mehr kriegen. Ist aber auch wirklich schwer, überhaupt Schaden zu bekommen, wenn man Feuerschutz hat und keinen Fall Damage kriegt. Was war das gerade? Zählt Feuer auch als Sonne? Die Spitzhacke ist kaputt. Dann wird es jetzt mal Zeit für eine Eisenspitzhacke. Und ich fürchte aber auch, es wird gleich wieder Zeit für eine neue Was würdest du eher Entscheidung. Und ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass ich noch vorher den Warp Forest finde, denn ich baue mich gerade noch durch die Wand. Da geht's aber noch mal raus. Da ist sogar ein Enderman. Ich könnte einfach mal hier runterspringen, dann können wir da mal langlaufen. Ich kriege ja keinen Fallschaden und hier ist ein Warp Forest. Dann einmal hier hochbauen und irgendwie reinlaufen erstmal. Und das sieht sehr gut aus. Dann setzt du dich mal ins Boot und dann gehen wir direkt auch schon rauf auf die Enderperlen.
Und da habe ich auch direkt schon die erste. Und jetzt wird es aber erstmal wieder Zeit für eine neue Was würdest du eher Entscheidung. Ich warte kurz ab. Ich schaue mal nach unten. Und ich hoffe, wir bekommen nichts Schlimmes. Ich bekomme unendlich Steak. Okay, das finde ich ganz cool. Aber was in meiner Nähe verdampft direkt. Oder ich verdoppel nochmal meine Schritthöhe, aber verliere alle meine Statuseffekte. Okay, das ist teilweise sehr schade. Und unendlich Steak fände ich eigentlich ziemlich cool. Aber ich habe Hoffnung, dass ich dann doch eigentlich auch meinen Poison-Effekt verliere, oder? Das wäre extrem gut. Das mache ich. Und damit bin ich nicht länger vergiftet. Aber ich habe auch keinen Feuerschutz mehr. Ich sollte also definitiv ein bisschen aufpassen. Aber als allererstes möchte ich jetzt regenerieren. Und dann mache ich direkt weiter mit Enderperlen. Okay, ich habe bisher leider wirklich keine gute Drop-Rate, aber ich bekomme jetzt vor allem wieder eine Auswahl. Und zwar, was würdest du eher? Eine Elytra bekommen, aber meine Laufgeschwindigkeit verlangsamen? Das ist erstmal schon mal extrem gut, weil ich bin eh zu schnell. Oder extra Herzen, aber alle Creeper in meiner Nähe explodieren instant. Okay, wie schlimm das dann ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wenn man halt aufpasst, geht das auch. Und extra Herzen sind sehr cool. Aber eine Elytra und ich kann endlich wieder normaler laufen, also das ist eine Win-Win-Situation. Ich muss Option A nehmen. Und ich bin noch schneller. Habe ich mich schon wieder verlesen. Aber dafür habe ich eine Elytra einfach mal. Ich muss nur auch wirklich aktiv dran denken, dass ich jetzt nicht mehr immun gegen Feuer bin. Das hat sich mittlerweile geändert. Aber ich versuche jetzt mal mit einer hoffentlich ab jetzt besseren Drop-Rate die Enderperlen zu holen. Ich muss nur dran denken, dass jetzt meine Sicht sich auch verändert hat. Aber ich mache jetzt genauso weiter. Und ich habe leider immer noch nicht ganz die Enderperlen voll. Das heißt, ich kann noch nicht aus dem Nether und muss jetzt wieder eine wichtige Entscheidung treffen. Full Dia. Das klingt erstmal sehr gut. Aber dafür brenne ich, wenn ich im Sonnenlicht stehe. Da ich ja auch schon blind werde, wenn ich in der Sonne stehe, weiß ich nicht, ob es gut ist, dann auch noch zu brennen. Weil dann sehe ich nicht, wo ich hinlaufen muss. Oder ich spawne eine End-City. Und alle Mobs in der Nähe werden zu Babys, was wir sowieso schon haben. Ich werde definitiv eine End-City spawnen, aber das klappt hier gar nicht, oder? Ich würde mal behaupten, jetzt ist gar nichts passiert. Oder die End-City müsste wahrscheinlich auf der Nether-Decke gespawnt sein, aber ist mir eigentlich egal. Hauptsache, ich habe kein Problem damit. Ich will einfach nur meinen Nether für heute durchgespielt bekommen. Und da ist die 13. Enderperle. Jetzt möchte ich eigentlich einfach nur raus aus dem Nether. Aber ich fürchte, wir kommen hier auch nicht mehr raus vor der nächsten Entscheidung. Da ist aber, glaube ich, schon unsere Spawn-Festung. Aber jetzt wird es auch langsam Zeit. Deswegen warte ich jetzt einfach hier. Und dann stellt sich jetzt gleich erneut die Frage, was ich eher würde. Unendlich Steak wiederbekommen. Oder Creeper explodieren instant neben mir. Aber das ist schon mal gut. Weil das ist schon mal in Ordnung. Oder ich bekomme extra Herzen. Und meine Walking Speed wird doch niedriger. Letztes Mal stand da, glaube ich, auch niedriger. Ich möchte gerne niedriger bekommen. Okay, ich habe auf jeden Fall einige extra Herzen. Das finde ich schon mal sehr gut. Aber es fühlt sich jetzt nicht super langsam an. Das wird doch immer schneller. Und jetzt muss ich auch erstmal einige Herzen regenerieren. Aber dafür bin ich gefühlt unsterblich, wenn ich die voll habe. Wobei, das soll ich vielleicht nicht zu laut sagen, wenn heute jederzeit eigentlich alles passieren kann. Da ist jetzt allerdings auch mein Portal und dann können wir endlich raus aus dem Nether gehen. Auch wenn ich bei Sonnenlicht gleich wieder nichts sehen werde. Aber wir sind zurück in der Overworld. Und es ist gerade Nacht. Und ich sehe halt nichts. Es ist doch sowieso dunkel. Okay, ich glaube, das hat nichts mit der Sonne, sondern einfach nur mit dem Himmel zu tun. Ich suche nur gerade ein Haus mit Bett. Hier haben wir eins. Und wenn ich so rausschaue, sieht es ziemlich hell aus, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir haben Tag. Dann kann ich gar nicht schlafen. Es sah nur sehr dunkel aus von hier draußen. Okay, kurz unterstellen. Hier unter so einen Baum am besten. Da crafte ich mir jetzt schon mal 7 Enderaugen. Und wir schauen, in welche Richtung wir müssen. Da hinten geht's lang. Drop. Und dann laufe ich jetzt wirklich Stück für Stück, weil ich sonst nicht sehen kann, in Richtung Stronghold. Ich kriege ja keinen Fallschaden. Also das ist in Ordnung. Nur sehe ich halt auch nichts. Ich glaube, hier ist eine Höhle. Ich laufe kurz woanders lang. Aber es ist ja mal so schwer, irgendwie eine Orientierung zu halten. Wieso kann ich was sehen? Wegen dem Baum. Okay, ich glaube, ich muss deutlich weiter außen rumlaufen. Also werfe ich mal unter einem Baum oder hier kann ich auch ein Enderauge nochmal werfen. Da hinten geht's lang. Droppt nicht, das ist gar nicht gut. Aber wir laufen jetzt auf jeden Fall mal los. Und ich glaube, es liegt doch an der Sonne, weil jetzt kann ich was sehen. Eigentlich wollte ich gleich schlafen, aber dann werde ich ja auf gar keinen Fall schlafen. Hier ist noch eine Schmiede, da schaue ich auch mal super schnell rein. Ein Eisenschwert würde ich mal austauschen. Und ich bleibe aber mal kurz im Dorf, um die nächste Entscheidung halbwegs sicher machen zu können.
können. Da kommen schon Baby-Zombies. Gehen wir kurz hier rein und wir machen hier zu. Und dann schauen wir mal, was als nächstes zur Auswahl steht. Einen Random-Effekt auf Level 10 und eine riesige Explosion. Was heißt denn riesig? Oder ich spawne eine End-City und kann aber nicht mehr springen. Ich glaube, ich würde die riesige Explosion jetzt in Kauf nehmen, in der Hoffnung, dass ich noch weglaufen darf. Aber ich bekomme natürlich auch den Random-Effekt. Wenn der gut ist, extrem gut. Wenn der aber wieder nicht gut ist, dann schadet der mir halt auch wieder sehr extrem. End-City wäre aber auch cool. Aber gar nicht mehr springen ist trotzdem Quatsch. Ich mache Option A und wir laufen ganz schnell hier raus und möglichst weit weg. Keine Ahnung, wie groß diese Explosion ist. Deswegen laufe ich einfach. Ich bin in ein Loch gefallen. Ich hoffe, das passt. Baue mich noch hier rein. Ist die Explosion jetzt schon passiert? Oder wie groß kann ich mir die vorstellen? Ich esse nochmal was. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wann die Explosion kommt oder ob sie jetzt schon passiert ist. Ich gehe jetzt lieber mal nachschauen. Und ich bekomme übrigens Dolphin Sprays. Das ist jetzt nicht super praktisch, aber auch gar nicht mal so schlecht auf jeden Fall. Okay, hier war die Explosion schon. Hier ist einiges explodiert. Das Haus ist auf jeden Fall locker weg. Gut, dass ich ein paar Schritte gelaufen bin. Dann laufe ich jetzt aber auch direkt wieder weiter in Richtung Stronghold. Es wird aber auch langsam mal wieder Zeit für ein Enderauge. Ich werf's mal. Es geht deutlich weiter nach links. Dann ist jetzt die Frage, wie weit wir noch laufen müssen. Das könnte zum Beispiel jetzt auch schon zu weit sein. Ich werfe jetzt gleich wieder ein Enderauge. Und es fliegt zurück. Okay, wir sind schon in der Nähe des Strongholds. Es droppt wieder. Und das nächste fliegt aber auch wieder zurück. Hier ist der Stronghold in der Mitte. Und es droppt auch wieder. Sehr gut. Das Skelett tut mir nichts. Das ist auch sozusagen jetzt ein Kind geworden. Aber es läuft mir trotzdem nach. Das nervt ein bisschen. Aber ich brauche noch einen Bogen. Könnt ihr nicht einfach jetzt eure Bögen droppen? Leider nicht. Aber so könnte ich Pfeil und Bogen bekommen. Und da geht leider auch langsam wieder die Sonne auf. Das heißt, es wird jetzt gleich wieder ziemlich dunkel. Und zwar genau jetzt. Ich werde mich jetzt aber sowieso mal irgendwo hier mittendrin nach unten graben. In der Hoffnung, dass wir hier auf den Stronghold stoßen. Und jetzt bekommen wir auch schon die nächste Entscheidung. Doppelte Reichweite, aber ich bekomme jeden Effekt. Okay, den müsste ich ja, wenn ich dann schnell eine Milch bekomme, auch wieder loswerden. Und ich habe gar nicht mal so wenig Herzen. Oder Unlimited Steak, aber ich kann keine Rüstung mehr benutzen. Doppelte Reichweite wäre aber vielleicht auch für den Enderdrachen ganz cool. Ich glaube, ich möchte doppelte Reichweite. Und dann muss ich jetzt aber ganz schnell hier raus. Ach nee, ich schwebe ja sogar. Das ist nicht so gut. Und die gehen jetzt gleich weg. Okay, das ist aber okay. Dann werfe ich mich jetzt einfach nach unten mit einer Enderperle. Und alles ist gut. Gar kein Problem. Ich habe jetzt nur eine Enderperle verloren. Dann machen wir mal weiter. Und ich habe aber auch Regeneration zwischendurch gehabt. Das heißt, ich habe einige Herzen regenerieren können. Das war tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Jetzt kommen wir auf Deep Slate. Meine Spitzhacke ist nochmal kaputt gegangen. Dann gehen wir doch nochmal auf Stein. Und da haben wir aber den Stronghold. Da gehe ich direkt mal rein da. Und das sieht direkt auch ziemlich überhaupt nicht mal so angenehm aus. Und dann suche ich direkt mal den Portalraum. Und da ist auch schon der Portalraum. Ich baue erstmal den Spawner ab. Wie krass sieht aber dieser Stronghold aus. Und hier breitet sich jetzt einiges aus. Wir haben ein Enderauge drin. Das reicht dann genau perfekt. Ich mache mir noch 5. Und dann aktiviere ich das Portal. Nice! Und es wird nochmal Zeit für eine Was würdest du eher? Frage. Keine Mobs mehr spawnen, aber ich kann kein Fleisch mehr essen. Das ist nicht schlimm. Ich habe eh nur Brot. Oder ich bekomme alles aus Netherite, aber Wasser löst sich in meiner Nähe auf. Das ist beides eigentlich ziemlich gut. Das erste würde dann ja, glaube ich, auch keine Enderman im End spawnen, was gut helfen kann. Das zweite würde mir aber halt Netherite geben und Wasser brauche ich nicht, weil ich eh keinen Fallschaden kriege. Wobei, dann könnte ich aber auch nicht zu den End Crystals hochschwimmen. Ich glaube, ich würde Option A wählen. Dann kann ich jetzt kein Fleisch mehr essen. Dann esse ich stattdessen nochmal ein paar Brote und wir gehen rein in den Endfight. Hallo End! Und ich hoffe, hier sind jetzt wirklich keine Enderman. Das wäre eigentlich ziemlich krass. Ich baue mich mal wieder sehr schnell hier rüber. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Aber ich sehe hier bisher keinen Enderman. Das ist so krass. Aber ich wollte gerade sagen, der Enderdrache ist schon gespawnt. Das ist wichtig. Sonst können wir nämlich auch nicht Minecraft durchspielen. Und für einen Bogen hat es jetzt leider nicht mehr gereicht. Das heißt, ich muss mich hochbauen. Und mache dann so Stück für Stück die Endcrystals weg. Und damit haben wir, glaube ich, alle. Ich muss jetzt aber auch wieder eine Entscheidung treffen. Und ich sollte mir wegen Drachenatem vielleicht nicht zu viel Zeit lassen. Doppelte Sprunghöhe. Aber ich entferne den Chunk, in dem ich stehe. Sehr schlecht gerade. Oder Instant Kill für die nächsten 2 Minuten. Jeden kann ich damit den Enderdrachen one-shotten. Aber ich sinke in Wasser runter, was mir komplett egal ist im End. Das ist viel zu perfekt. Das muss ich nehmen. Und ich glaube, ich kann jetzt wirklich den Enderdrachen mit einem Schlag weghauen. Dann mache ich das mit Brot, wenn das jetzt wirklich so einfach geht. Und damit ist er down. Das war so weird. Aber so nice. Der Enderdrache implodiert. Und wir haben es geschafft. Nice. Oh mein
Gott, ich hätte dann auch gar nicht die Egg Crystals wegmachen müssen. Hätte ich das gewusst, hätte ich einfach warten können. Jetzt erstmal meine Level einsammeln. Dann hätte ich gerne noch das Drachenei. Meins. Nice. Und bevor es dann gleich wieder Zeit wird für die nächste Entscheidung, würde ich sagen, wir haben es geschafft. Und es war extrem chaotisch. Und wir hatten auch auf jeden Fall ein bisschen Glück, denn das hätte auch ganz anders ausgehen können. Aber wir haben so Minecraft durchgespielt. Nice.